Ich glaube, jetzt sind wir so, ich glaube 3 Tage sind das jetzt noch. Das ist der 3. oder 4, je nachdem, muss ich mal schauen. So mega anstrengend. Ich glaube, das ist der anspruchsvollste Abschnitt im Te-Araroa Trail, sagt man so. Ich muss auch sagen, boah, bin echt fix und fertig. So viel Elevation hoch, Elevation, also Höhenmeter hoch, Höhenmeter runter. Puh, Steine auf, also Steine überall und Hügel. Und heute ist also ein paar Wolken. Gleich gehen wir noch mal auf den Hügel, Mountain, kleinen Berg. Boah, ich freue mich schon. Das wird so der mega Ausblick, glaube ich. Freue mich schon richtig drauf. Also, schauen wir mal. Es ist so windig, so windig. Ich muss da immer jetzt Jacke anziehen und Mütze auf. Unglaublich, vom T-Shirt und
Tropenhelm oder Expeditionshelm auf, Jacke mit Mütze. Gut, jetzt geht's auch mega steil hoch. Also, das merkt man schon. Also im Tal ist knacke warm und umso höher du kommst, umso kälter wird's. Ob jetzt Sonne scheint oder nicht. Krass. Also, ist irgendwie so ein bisschen so unreal, da runter zu kullern. Ich weiß nicht, also, ist schon tief. Da kullert man schon ein bisschen aus.
So, wir sind jetzt in der Hut. Wir sind jetzt gerade keine anderen Leute, weil ich jetzt so zur Mittagszeit ungefähr hier bin. Das ist eine echt große Hut hier mit 28, also eine 28 Personen Hut. Die kleinsten Huts haben 2 Betten. Viele haben 6, ja 6 würde ich sagen, 6 oder 8 so die Richtung. Und die sind halt verstreut über ganz Neuseeland, hauptsächlich im Süden. Und ja, ich glaube, die größte war 50 Betten. Die hat ein eigenes Feuerwarnsystem drin, also Solarpanel auf dem Dach mit Steckdosen. Also das ist schon mega die luxuriöse Hut. Und ich glaube 3,5 Millionen Kiwi-Dollar hat diese Hut gekostet, diese größte Hut, die sie haben. Aber frag mich jetzt nicht mehr, wie die heißt. Auf jeden Fall sind die überall verteilt und meistens kann man mit einem Backcountry-Pass die nutzen. Ich habe jetzt so $180 für ein Jahr bezahlt. Und dann kann man alle Huts nutzen, die halt darunter fallen. So, jetzt sind wir hier bei Nelson Lakes. Hier zum Beispiel kann man einen Backcountry-Pass nicht nutzen, was so frequentiert ist. Und ja, aber ich zahle jetzt $20 pro Nacht in einer Hut. Also das passt schon. Ja, auf jeden Fall. Das sind so diese Huts, wo die Theora Hiker auch runterkommen oder halt die Kiwis, andere Wanderer und so weiter. Finde ich mega cool gemacht. Was halt ist, man kann natürlich auch draußen campen, dann spart man sich da die $20, aber ich muss ganz ehrlich sagen, kommt immer drauf an, ne? Das ist, wenn man jetzt die Sonne hat, es nicht regnet und alles top ist, ja, kann man schon draußen campen, zelten. Aber meistens zieht man doch die Hut vor, weil man braucht das Zelt nicht abbauen, ist nichts nass, alles super, ja. Aber wie gesagt, und was wir denn noch haben, das finde ich mega cool, das sind diese Bücher, die sind mega wichtig, wo dann die Leute reinschreiben, wann sie angekommen sind, welchen Tag, was sie machen, wann sie wieder gegangen sind. Und das ist immer schön, wenn man dann nachvollziehen kann, wo die Leute waren, die vor einem sind. Also wann die hier waren und auch für die Leute, die nach einem kommen, die dann den Namen gelesen haben. Also das ist meist so das Erste, was man sich greift, wenn man in so einer Hut ankommt, ist dieses Buch. Und auch wenn ich jetzt diese Hut überspringe, also und dann zur nächsten gehe, schreibt man trotzdem rein, okay, man war hier, hat hier zwar nicht übernachtet, aber man war den und den Tag hier. Und ja, es ist auch, wenn man verloren geht, irgendwie für Leute, die einen suchen, gut nachzuvollziehen, wo war man nun als letztes. Genau, das sind so die Huts. Ist, glaube ich, mal ganz cool, das zu sehen, weil ja, auch wie das so mit den Toiletten da funktioniert, finde ich auch eine mega gute Lösung. Ja, also muss ich sagen, bin ich echt mega begeistert. Das ist schon, meist haben die noch riesen Wassertanks, dass man Wasser hat in den Huts. Es auch funktioniert meistens auch gut, wenn man eine lange Trockenperiode hat, wo viele Hiker unterwegs sind, dann kann schon mal sein, dass die Tanks leer sind, aber ich muss sagen, ich habe jetzt bis jetzt nicht so das Problem gehabt. Also einer hat da musste man schon drauf gucken mit dem Wasser, aber war immer genug da, dass man was zu trinken hatte. Also war jetzt mein Erfahrungswert. Gab es aber auch schon anders, dass kein Wasser da ist. Habe ich jetzt schon vorhin gehört. Aber ja, wie gesagt, es ist halt immer so ein bisschen regenabhängig und wie viel Durchlauf ist. Aber gut, so viel zu den Huts, ne? Das ist auch cool. Und das ist hier so hoher Eisengehalt, dass die Steine rostern setzen. Das habe ich noch nie gesehen. Dadurch hast du halt überall so eine rötlichen Steine rumliegen. Oder halt viel, weil die einfach rosten. Also, weil das Eisen in den Steinen anfängt zu rosten. Das sieht so cool aus. Unglaublich. Einfach mal so ein Eisenstein. Das ist voll cool. Ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie gesehen. Cool.
Also der Fluss, der ist schon echt mega voll. Also sieht man ja auch, also hat er eine Geschwindigkeit drauf. Und die letzten Tage hat es ein bisschen geregnet, aber nicht toll. Also die richtig harten Regentage sollen noch kommen. Und wenn man jetzt mal schaut, da ist der Fluss und hier ist der normale Wanderweg. Und der Wanderweg ist halt schon echt an manchen Stellen mega gut gewässert, sag ich mal. Also wenn es dann richtig anfängt zu regnen, soll es so die nächsten 3 Tage eigentlich regnen. Und am 3. Tag dann so am meisten, boah, dann ist das Ding hier nicht mehr begehbar. Dann ist hier nur noch Matsche. Wenn nicht sogar der Fluss den Wanderweg dann flutet. Also das ist halt so das, was so interessant macht. Was ich auch immer finde, man kann nicht sagen, auf dem Teora Trail ein Abschnitt ist leicht oder schwer. Wenn du gutes Wetter hast, ist es mega einfach. Dann ist das hier ein Waldwanderweg. So, wenn hier das kurz vorm Fluten ist es hier eine Schlammgrube. Dann kämpfst du dich hier Meter für Meter vor. Und das ist halt das, was man nicht vergessen darf. Also das Wetter macht den Schwierigkeitsgrad. So schaut's aus.